Jetzt lebe ich fast 25 Jahre in Kanada. Und da sollte man ja meinen, ich habe mich an alles gewöhnt. Und im Großen und Ganzen habe ich das auch. So ja, an der lange Winter. Ja. Aber es gibt immer noch so 3 Sachen, die mich total nerven. In Kanada einkaufen zu gehen, das ist wie so ein kleines Mathe-Quiz. Ja. Hier ist ein bisschen Shopping, ein bisschen Bummeln, ne, weil du vielleicht ein schickes Sommerkleidchen haben willst und findest auch eins, los auf den Preis. Ja, $89, das kann man uns machen. Und dann gehst du an der Kasse und Überraschung, denn plötzlich ist das Kleidchen nicht mehr $89, sondern $100,57. Warum? Weil hier nämlich erst beim Bezahlen die 13% Steuer, die wir in Ontario haben, da drauf kommen. Das ist ja so gemein. Jedes Mal, wenn du den Preis siehst, musst du entweder richtig gut in dem Korb rechnen oder dich immer wieder an der Kasse überraschen lassen. Also ich kann mich da jedes Mal aufregen. Wieso kann man nicht die Steuern mit in der Preise nehmen, so wie man das in Europa macht? Da zahlst du, was drauf steht und fertig. Brauchst du keine Taschenrechner. Gut, das einzige Trostpflaster ist, Lebensmittel sind von der Steuer befreit. Also zumindest die Basissachen, so wie Obst, Gemüse, Nudeln, Mehl, so jetzt, ne? Aber wenn du ein bisschen was zu naschen haben willst, so für abends am Fernsehen, ne? Chips, Schokolädchen, Gummibärchen, zack, Steuern drauf, ne? Ja, weil das ist ja nicht lebensnotwendig. Auch was für dich geschnibbelt, gekocht und gebraten wird, also das, was du an der heißen Theke im Supermarkt kriegst, Frikadelle, Grillhähnchen und so, ne? Da kommen auch Steuern drauf. Finde ich ein bisschen gemein, weil das Grillhähnchen im Supermarkt schmeckt richtig gut und ich kriege das nicht so hin, dass das so saftig blieb wie die da. Aber dann kostet das Hähnchen anstatt $10 dann 11,30 und dann denke ich mir manchmal, nö. Der öffentliche Transport ist ja schon schlimm genug. Hey. Das liegt natürlich auch an der Größe des Landes. Nee, das ist ja alles jetzt bigger und jetzt größer. Die durchschnittliche Bushaltestelle, die sieht ungefähr so aus. Super, ne? Immerhin kann man sehen, welcher Bus hier fährt. Das ist ja schon mal was. Wann der allerdings kommt, wie oft oder wohin der überhaupt fährt, das ist ein kleines Geheimnis. Fährt er jeden Tag oder nur dienstags und donnerstags? Kriegt er alle halbe Stunde oder nur einmal am Tag? Man weiß es nicht. Ja, da kannst du natürlich dann die Telefonnummer hier anrufen oder dich im Internet schlau machen vielleicht, ne? Nur blöd, wenn dein Handy jetzt gerade leer ist oder du hast keine Internetverbindung. Dann hilft nur sehr, sehr viel Geduld oder beten. Ja, das wäre die Lösung. Als ich hinüber war, da stand an der Haltestelle noch nirgends welcher Bus hier fährt. Und Google Maps jobbt da noch nicht. Das war eine richtige Detektivarbeit, herauszufinden, wie man von A nach B kommt. Ja, kann ich da sagen, das ist jetzt ja schon mal ein kleines bisschen einfacher. Wir haben inzwischen auch richtige Luxushaltestellen. Ja, so richtig mit Display, das genau zeigt, wann der nächste Bus kommt und wohin der fährt. Dazu ein Dach,
damit man vor Regen und Schneestürmen ein bisschen geschützt ist. Ich verstand ja, dass man nicht überall so eine Haltestelle hinbauen kann. Das kostet ja viel Geld. Ne? Einfach so eine kleine Busplan an der Pfahlschrufe. Das kann ja wirklich nicht so schwierig sein, oder? Fast überall auf der Welt rechnet man Hück in Metern, Kilos und Liter. Ne? Ja, irgendwann so um die 1970 herum hat man sich auf das metrische System geeinigt. Und das war auch eine gute Idee. Das war nämlich egal, ob du in Italien bist, in Indien oder in Australien. Überall ist 1 Kilometer 1000 Meter. In den USA ist das allerdings anders. Ne? Da hat man irgendwie den Anschluss verpasst und ist an dem imperialen System hängen geblieben. Ja, da wird nämlich alles anders gerechnet. Ne? Da misst man in Meilen, Inches und Ounces. Ja, und Kanada? Kanada hat offiziell auch ein metrisches System. Aber inoffiziell ist das hier eine wilde Mischung. Das hat natürlich mit einem zu tun, weil unser Nachbar im Süden, die USA, immer noch an dem imperialen System festhält und wir ja doch so ein paar Produkte aus den Staaten hier hingeschickt kriegen. Und ja, und da wird halt alles mit Inches, Ounces und Fahrenheit. Die haben sich dann hier immer so eingeschlichen. Na, nicht eingeschlichen, die waren ja früher, hey, die sind ja nicht fortgegangen, ne? Ja, und zweitens, da haben wir ja schon, ne? Alte Gewohnheiten sterben langsam, ne? Natürlich, 1980 ist jetzt noch nicht so lang her. Und die A-Lück, die sind natürlich mit dem imperialen System aufgewachsen und haben sich an das Neue nicht so richtig dran gewöhnt. Und so entstand das berühmte kanadische Mischsystem. Wenn du siehst, es sind 20 Grad Russe, dann weiß jeder Celsius, also metrisch. Ne? Aber wenn einer sagt, ich bin 6 Fuß groß, dann haben wir wiederum das Imperialistische und ich weiß auch, was das ist, allerdings erst nach einem gewissen Kopfrechnen. Ne? Also 1 Fuß ist 30,5 Zentimeter mal 6 ist dann 1,83 ist der groß. Ja. Beim Tanken ist es schön entspannt, da wird wieder alles in Liter gerechnet. Aber beim Backen, ein Kuchenrezept in einem kanadischen Kochbuch, da kriege ich ein Äpfel. Da ist alles querbeet, Ounce, Pfund, Gramm, Tasse, Cup, ne? Also ich bin ja so froh, ich habe noch einen Messbecher, da steht alle möglichen Einheiten, die es hier so gibt, stehen auf dem Messbecher. Da bin ich ja so froh, dass ich der habe. Ohne der wäre im Kuchenbacken eine Doktorarbeit. Und das wäre imperial anstrengend. Aber ansonsten ist das schon schön hier. Bisschen kälter, bisschen wieder weg von der ehesten Heimat. Aber dafür eine schöne bunte Mischung aus Kulturen und sehr viel Landschaft. Kanada eben. Nicht perfekt, aber ziemlich liebenswert. Ja. Bis demnächst, ne? Tschüss!